Das ist mein minimalistisches Arbeitszimmer für die nächsten 30 Tage. Nach meinem letzten Experiment befinden sich nur noch 150 Gegenstände hier drin. Ist das genug, um als Drehbuchautor und Filmregisseur arbeiten zu können? Und kann ich damit überhaupt noch meine YouTube-Videos drehen? Immer mehr Menschen suchen nach dem einfachen Leben. Und manche finden es im Minimalismus. Ich habe es auch probiert und 90% in diesem Raum verschenkt, gespendet oder weggeworfen. War das vielleicht ein bisschen übereilt? Fehlen mir Gegenstände oder befreit mich der minimalistische Lebensstil? Minimalismus. Seit Jahren ein großes, aber auch immer wieder kritisch gesehenes und tatsächlich uraltes Thema. Also das ist nichts Neues. Das Thema ist sogar älter als diese VHS. Das ist eine DVD. Warum steht denn im Skript VHS? Egal, das wird schon gehen. Weniger ist mehr ist keine neue Idee. Bereits in der Antike lebten Menschen wie Dionysius und Marc Aurel bewusst einfach und verzichteten auf Luxus. Auch der im 5. Jahrhundert entstandene Zen-Buddhismus mit seiner Reduktion auf das Wesentliche in allen Lebensbereichen gilt als eine Inspirationsquelle für den späteren Minimalismus. Es ist eine uralte Lebensphilosophie, die in verschiedenen Kulturen und Zeiten immer wieder neu entdeckt wird. Minimalismus heißt bewusster Verzicht, um Platz für das Wesentliche zu schaffen. Und das Platzschaffen habe ich gerade erst hinter mir. Jetzt sollte hier also nur noch das Wesentliche drin sein. Mein letztes Video war die Vorbereitung auf dieses Experiment, als ich diesen Raum hier von 715 auf 150 Gegenstände reduziert habe. Und natürlich stelle ich mir jetzt zwei Fragen. Erstens, kann ich diese Ordnung auf Dauer überhaupt durchhalten mit meiner Historie von Chaos? Und zweitens, welche positiven Effekte hat Minimalismus eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht? Keine. Außer besserer Schlaf, mehr innere Klarheit, mehr Fokus, höheres emotionales Wohlbefinden, höhere Produktivität, höhere Leistungsfähigkeit, weniger Ablenkung, leichtere Entscheidungsfindung, gesteigerte Konzentration, achtsamere und nachhaltigere Lebensweise, praktische Vorteile im Alltag wie Platzordnung und Zeit und mehr Geld. Ja, sogar das. Denn Minimalismus heißt ja auch weniger und bewusster konsumieren. Ich bin gespannt, welche dieser Effekte ich bestätigen kann. Alle? Keine? Zumindest fühlt es sich am Anfang wirklich ungewohnt hier drin an. Dieser Raum war noch nie so aufgeräumt, aber er war auch noch nie so leer. Und ich bin mal gespannt, ob das etwas ist, was mich stören wird und vor allem, ob ich Dinge brauchen werde, die ich weggetan habe, weil ich habe wirklich viel weggetan. Ich bin jetzt übrigens auf genau 150 Gegenständen. Es sind nochmal 9 rausgeflogen. Und einige von euch haben sich gefragt, warum ich mich an dieser Zahl so aufhänge. Ist doch egal, wie viel man hat. Für euch vielleicht. Mir hilft das extrem. Ich brauche so eine feste Zahl, weil ich sonst nicht radikal ausmiste. Ich bekomme das einfach anders nicht hin. Das ist für mich etwas, was mir sehr, sehr hilft, eine feste, konkrete Zahl zu haben. Und warum 50? Weil irgendwer von euch mal in einen Kommentar geschrieben hat vor einem Jahr. Und das war damals für mich so der Aufhänger. Alles klar, ich muss runter auf 50. Aber jetzt habe ich 3 Fragen. War das die richtige Entscheidung oder werde ich Dinge vermissen, die ich weggetan habe? Und ist es überhaupt möglich, dass es nicht direkt wieder zugemüllt wird jetzt in 30 Tagen? Schaffe ich es überhaupt, diese Ordnung zu halten? Oder sieht es jetzt in 1-2 Wochen schon wieder vollgemüllt aus? Die Regeln. Ich habe meinen Raum quasi minimalisiert. Und der muss jetzt sauber und aufgeräumt bleiben. Und damit ich nicht in alte Muster verfalle, verschärfe ich das Experiment und darf nur 150 Gegenstände im Raum halten. Brauche ich was Neues, muss was Altes raus. Ansonsten setze ich klare Prioritäten. Ich lebe achtsam und nutze die gewonnene Zeit für das, was wirklich zählt. Und warum meine Entscheidungen aus dem letzten und diesem Video gleich 2 Regiejobs gefährden, erfahrt ihr auch. Dieser klassische Minimalismus ist super streng und ich glaube, nach diesem radikalen Ausmisten hier brauche ich etwas, was ein bisschen realistischer ist und ich glaube, ich habe da was gefunden. Und zwar nennt sich das New Minimalism, der neue Minimalismus. New Minimalism ist eine Weiterentwicklung und zugleich Kritik am klassischen Minimalismus, der oft elitär wirkt. Nicht jeder kann es sich leisten, Dinge einfach zu ersetzen oder mit sehr viel weniger zu leben. Außerdem gibt es strenge Regeln. Und diese Radikalität überfordert viele und führt oft zu Müll, weil man schnell wegwirft, Leere, weil es zu schnell passiert und Unbehaglichkeit, wenn man die Gemütlichkeit des Raumes durch die radikale Entrümpelung vielleicht zerstört hat. New Minimalism, der neue Minimalismus, geht weiter. Er schafft Raum, körperlich, mental und individuell. Das ist ein Buch. Okay.
Ich glaube, ich habe die VHS aussortiert. Klassischer Minimalismus reduziert bewusst Besitz, Konsum und Alltag auf das Nötigste, um mehr Klarheit, Ruhe und Lebensqualität zu schaffen. Es gibt klare Regeln. Weniger ist mehr. Nur das Wesentliche bleibt. New Minimalism hingegen ist flexibler und individueller. Hier geht es darum, weniger strenge Regeln zu haben, sondern bewusst mit Zeit, Besitz und Aufmerksamkeit umzugehen. Jeder definiert selbst, was für ihn weniger bedeutet und passt den Minimalismus an den eigenen Lebensstil an. Wie viel weniger ist, entscheidet jede Person selbst. Ob 50 oder 500 Dinge. Hauptsache, sie sind bewusst gewählt. Und für mich sind es 150 Gegenstände. Klingt auch strikt, hilft mir persönlich aber dabei, den Fokus zu behalten. Denn eine meiner größten Sorgen ist es, dass ich in den kommenden 30 Tagen diesen Raum wieder voller Gegenstände stopfe. Aber erstmal fängt es mit einem wirklich unerwarteten Problem an. Eine Sache, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich mal richtig stören wird, sind Kabel, die einfach so rumhängen. Das stört jetzt total so mein ästhetisches Gesamtbild. Und ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich das hier nicht benutze, die Kabel abmachen. Ich muss die abmachen und separat verstauen, weil ich das einfach als störend und chaotisch empfinde. Und das wäre früher auf keinen Fall so gewesen. Ich hätte früher diese Kabel hier einfach ignoriert. Das hätte mich nicht gestört. Ich meine, die hingen da jetzt jahrelang dran, ohne dass es irgendwie gestört hätte. Jetzt geht das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich muss das zusammenpacken und wegräumen. So, ach, das war der alte Platz dafür. Glücklicherweise gibt es jetzt ja für alles einen Platz, also kann ich die Kabel zu den Lampen räumen und dadurch ist es dann auch weggeräumt. Und schon sieht das viel cleaner aus, weil da jetzt nur noch das Stativ dran hängt und nicht mehr dieser Kabelsalat. Aber ohne Quatsch, hätte mir jemand vor einem halben Jahr gesagt, dass mich das mal stören wird, hätte ich gelacht, als ob mich Kabel stören. Ich finde total spannend, wie schnell sich das jetzt umgestellt hat von einem Akzeptieren von so einem Chaos zu, dass es mich wirklich wahnsinnig stört. Es gibt noch einen anderen Bereich, den sehe ich zum Glück nicht so oft. Aber auch diese Art von Kabelarrangement hier, damit bin ich gar nicht glücklich. Weil aktuell ist das hier hochfunktional. Das ist genauso, wie es sein soll und funktioniert hervorragend. Aber es sieht halt überhaupt nicht schön aus. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das wirklich wichtig geworden ist, dass es schön aussieht. Und zwar für mein Gefühl schön. Aber mein Gefühl für schön hat sich definitiv verändert. Mein neuer Raum ist geordnet, klar, strukturiert. Und er erinnert mich dabei ein bisschen an eine Zeit, in der ich gar nicht so strukturiert war, aber trotzdem minimalistisch gelebt habe. Aber eher unfreiwillig. Minimalismus wird oft als Lifestyle-Trend gefeiert. Doch tatsächlich ist er ein echtes Privileg. Denn nur wer sich Konsum leisten kann, hat die Wahl, auch bewusst auf Dinge zu verzichten. Viele Menschen leben unfreiwillig minimalistisch, weil es gar nicht anders geht. In reichen Gesellschaften gilt Minimalismus als positive Entscheidung. Für andere ist er einfach nur eine Einschränkung. Deshalb stimmt die Kritik. Minimalismus ist oft ein Luxusproblem, weil für viele ist Verzicht keine Wahl, sondern Realität. Ich habe auch schon mal unfreiwillig minimalistisch gelebt, in Bezug auf die Wohnung. Nach dem Studium, als die Karriere doch nicht so startete, wie ich es nach der Filmschule gehofft habe. Da hatte ich nicht mal Geld für Möbel. Zum Glück habe ich zur Zwischenmiete gewohnt und da war zumindest eine Couch, ein Schreibtisch und ein Schrank vom eigentlichen Mieter da. Ich hatte damals tatsächlich nicht mal Geld zum Bus- oder Bahnfahren. Ich war wirklich blank und machte erstmal ein unbezahltes Praktikum. Also praktisch war ich arbeitslos. Und um mich nicht von meiner Freundin Melissa zu blamieren, habe ich damals erzählt, das sei Absicht. Ich bin Minimalist. Die Wohnung soll so aussehen. Ich bin einfach auf einem anderen Level als du, Melissa. Ich bin tatsächlich Augenzeugin dieser Wohnung damals geworden. Und was soll ich sagen? Sie war traurig. Es gab sehr wenig dort und es wurde gut verkauft mit, ja, ich bin Minimalist und ich mag nicht viele Dinge haben etc. Aber ein Lattenrost unter einer Matratze wäre schon nice gewesen oder wenigstens ein paar Europaletten, aber es wurde eiskalt auf dem Boden geschlafen. Aber es sah halt nach wie vor aus wie Studenten-WG, aber war okay. Ich glaube aber, es gab einen Reiskocher, wenn ich mich richtig entsinne. Das muss ich dir wirklich zugutehalten. Es gab einen Reiskocher. Nice. Das Essen war übrigens auch sehr minimalistisch. Auch wenn ich heute nicht mehr so reduziert leben muss, sondern es frei entscheiden kann, ist mir klar, dass dieser bewusste Umgang mit Besitz, egal wie viel man hat, bereichernd sein kann. Aber dafür muss man auch die Chance haben, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können.
Minimalismus bedeutet nicht, dauerhaft auf einer Yogamatte schlafen zu müssen, gerade wenn ihr wie ich eher nach dem Prinzip des New Minimalism lebt. Dinge, die euch gut tun, sind erlaubt. Zum Beispiel eine gute Matratze statt einer Yogamatte. Ihr könnt euch also auch was gönnen. Und das habe ich auch getan. Nein, das ist keine Werbung für eine Matratze, Marie-Sophie. Aber für Holzkern. Holzkern bietet minimalistische Ästhetik mit ihren Uhren und Schmuck. Alles hergestellt aus den essentiellsten Materialien der Natur. Aus Holz, Stein, aber auch Blättern und selbst Pfauenfedern. Das ist übrigens die superschöne Uhr Singapur, die mich nicht nur durch ihr minimalistisches Design und den verwendeten hochwertigen Materialien wie Ahorn und Marmor überzeugt hat, sondern es handelt sich hier um eine Automatikuhr, die funktioniert durch Bewegung. Sie braucht also keine Batterien. Wieder ein Gegenstand gespart und direkt Müll vermieden. Seit ich mit Holzkern zusammenarbeite, habe ich auch meine Smartwatch verbannt und damit einen weiteren Schritt in Richtung digitalen Minimalismus geschafft. Holzkern bietet einzigartige Uhren, Sonnenbrillen und Schmuck. Auf alle Produkte gibt es 2 Jahre Garantie. Und wer es nicht schafft, in den Store nach Wien zu gehen, der kann sich die Bestellung auch schicken lassen. Dauert 2 bis 5 Tage. Und da Minimalismus euch auch beim Sparen helfen soll, gibt es mit meinem Code 15% auf eure Bestellung. Scannt den QR-Code oder nutzt den Link in der Videobeschreibung. Am 3. Tag drehe ich mein Video übers Ausmisten. Und in kürzester Zeit sieht es wieder sehr chaotisch aus. Und das macht mich nach dieser neu gefundenen Ordnung wirklich unruhig. Ich nehme jetzt das nächste Video auf und es macht mich jetzt schon wieder wirklich wahnsinnig, wie es hier aussieht. Und das ist ja einfach nur, weil ich Technik aufgebaut habe. Das Gute ist aber, die Technik ist jetzt so fest an ihrem Platz, dass die sich halt jetzt kurzzeitig chaotisch ausbreitet, aber danach wird es wieder alles sehr, sehr schön verpackt sein, weil alles seinen festen Platz hat. Das macht schon einen Unterschied. Aber jetzt gerade habe ich so richtige Flashbacks zu den Momenten, in denen es hier halt sehr, sehr chaotisch aussah. Die erste große Hürde folgt direkt danach, das Aufräumen. Früher habe ich die Technik oft noch tagelang stehen lassen, aber das passt nicht mehr zum neuen Minimalismus. Jetzt muss ich alles aufräumen und das dauert immer ewig und ich habe gar keinen Bock, aber ich muss, weil ich auch weiß, was sonst wieder hier passiert. Dreh ist vorbei und ich räume jetzt wieder auf. Und ich habe mich gefragt, ob mich das sehr, sehr viel Zeit kostet, jetzt immer nach einem Dreh alles wegzuräumen und alles wieder rauszuräumen, alle 2 Wochen oder wann ich ungefähr Videos drehe. Und das werde ich rausfinden. Und danach räume ich auf. Entspannt und konzentriert und ohne Druck. Ich rechne so mit 20 bis 30 Minuten, die ich brauchen werde. Aber die reale Zeit hat mich doch ziemlich überrascht. 4 Minuten 30, fertig. Das ist ein Witz. Natürlich möchte ich 4 Minuten 30 investieren nach einem Dreh, wenn es danach sofort wieder ordentlich aussieht. Eins meiner Probleme war definitiv, dass ich falsch eingeschätzt habe, wie lange es dauert, wenn man Dinge, die einen festen Platz haben, direkt wieder wegräumt. Meine Dinge hatten erstens keinen festen Platz und zweitens wurden sie nie direkt wieder weggeräumt. Dass es immer chaotisch bei mir war, ließ sich gar nicht vermeiden. Und so sieht es zumindest an Tag 3 sehr schnell wieder sehr ordentlich aus. Ich habe heute richtig krasse Stimmungshochs. Also ich bin einfach super, super gut drauf. Vom Gefühl her ist es, glaube ich, so, weil es hier so ordentlich ist, weil ich hier so weiter das Gefühl habe, mich befreit zu haben. Vielleicht ist es aber auch Vorfreude auf den ersten großen Dreh dieses Jahr. Ich mache jetzt erst eine kleine Fernsehproduktion und dann ein absolutes Herzens- und Traumprojekt und ich freue mich gerade auf beides so sehr. Deswegen vielleicht vermischen sich da auch gerade Gefühle, ich weiß es nicht. Aber jetzt akut, ich fühle mich gerade so glücklich und wenn ich drüber nachdenke, habe ich es vom Gefühl dieser Ordnung zu verdanken. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Mein Gehirn macht, was es will. Ich bin Drehbuchautor und Filmregisseur. Am Set trage ich meistens ein Drehbuch, vielleicht ein iPad, zusätzliche Notizbücher, Dispos und den Drehplan mit mir rum. Ich schaue ständig in alle Dokumente, um nichts zu übersehen und versuche alles gleichzeitig zu jonglieren. Zu meinem neuen Minimalismus passt dieses Überladensein nicht mehr so gut. Die folgende Entscheidung treffe ich sehr spontan, einfach aus dem Bauch heraus. Bei einer großen, teuren Fernsehproduktion, bei der ich eine Menge Verantwortung trage. Und ich hoffe, dass diese Entscheidung kein Fehler ist. Ich habe in den nächsten Tagen einen krassen Dreh in Köln. Wir werden mehrere Tage vor Ort sein. Und normalerweise habe ich sehr, sehr viele Sachen mit bei so einem Dreh. In mein iPad, das Drehbuch, den Drehplan, 1000 Dinge. Dinge, damit ich Notizen machen kann. So ein extra Büchlein, wo ich Sachen reinschreibe. Ich möchte jetzt mal versuchen, auch das Minimalistische anzugehen. Und es ist ein bisschen gruselig, aber ich nehme gar nichts mit. Ich nehme nichts mit. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich völlig durchgedreht bin und den Bezug zur Realität verloren habe, warum guckt ihr so? Weil ich den Mund nicht bewege? Öffnet ihr beim Sprechen immer den Mund? Weird. Dann halt so. Was nehme ich jetzt wirklich mit zu diesem beruflichen Regiejob? Ich nehme nichts mit.
Weil ich habe eine Regieassistentin, die hat das Drehbuch. Dann kann ich da reingucken, wenn ich muss. Alles andere habe ich im Kopf. Also ich glaube sogar, dass es mich ablenkt und eher Probleme macht, dass ich ständig diese ganzen Sachen dabei habe. Ich nehme mein Handy mit. Ich werde nur mein Handy mitnehmen. Immer gespannt, ob mir das den Kopf freier macht und dafür sorgt, dass ich noch besser arbeiten kann. Oder ob das eine richtig dumme Entscheidung ist. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das endlich mal machen. Ob Minimalismus und Reduktion für Kunstschaffende eine gute Idee ist, da ist mit Sicherheit auch jede Person anders. Aber nachdem ich bereits 10 Jahre lang mit meinen Dokumenten, Skripten und Textfetzen jeden Regiejob gemeistert habe, erscheint mir das jetzt ein bisschen extrem. Mir. Ich meine, ich habe ohne Not eine Woche geschwiegen, ohne Uhr gelebt, täglich 60 Minuten auf eine weiße Wand gestarrt, Freunde beklaut, aber ohne Dokumente zum Filmdreh, das finde ich. Leider darf ich an diesem Filmset nicht filmen, da große Produktionsfirma, alles offiziell, Geheimhaltung etc. Aber als ich mein Material für dieses Video durchschaue, was ich so zu Hause und zwischen den Tagen drehe, sehe ich, dass ich erst 2 Tage später wieder was aufgezeichnet habe. Wo war mein Kopf? Wieso habe ich nicht am ersten Drehtag direkt was aufgenommen? Ist irgendwas passiert? Ich finde es super krass. Ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander nichts zum Set mitgenommen, außer meinem Smartphone. Es war ultra entspannt. Und ich habe das Gefühl, ich habe mit viel mehr Klarheit und Fokus gearbeitet. Weil ich nicht mit dem Kopf und mit den Gedanken im Skript war und in diesen ganzen Dokumenten, sondern bei den Schauspielenden, bei den Szenen, bei den Momenten. Ich war viel konkreter in der Arbeit drin. Und ich hatte immer gedacht, dass ich konkret in der Arbeit bin, wenn ich im Skript bin und diese Abgleiche mache. Aber scheinbar für mich persönlich, da sind bestimmt andere Kunstschaffende anders, ist es besser, das alles nicht zu haben. Weg. Kein Skript, kein gar nichts. Super gut. Also ich habe für mich hier gerade auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung meiner Regiearbeit gefunden, indem ich halt nicht die Dokumente bei mir habe. Und wenn ich sie doch dringend brauche, habe ich ja Regieassistenten, die ich quasi einfach fragen kann. Das ist der erste wirklich nachhaltige Effekt für mich. Je weniger ich bei der Arbeit bei mir habe, desto klarer ist mein Kopf kreativ dabei. Und das letzte Mal hatte ich diese Klarheit an der Filmschule. Und damals habe ich auch so gearbeitet, wenn auch eher unabsichtlich, weil ich hatte einfach nicht so viel. Da lag es aber auch daran, dass ich unorganisiert war und mein Drehbuch meistens irgendwo verlegt habe. Das ging trotzdem immer gut damals, weil ich wirklich alles im Kopf hatte und das auch haben musste. Und da jetzt wieder hin zurückzugehen, fühlt sich an wie eine total neue Klarheit, die ich nur verlernt habe. In der Psychologie gibt es dazu auch Theorien, die besagen, wie gut jemand durch Planung produktiv ist. Das hängt nämlich vom Typ ab. Vor allem kreative Menschen mit innerer Ordnung brauchen scheinbar oft keine Notizbücher oder Apps. Sie denken in Bildern oder Abläufen und arbeiten damit sehr effektiv. Und das bin ich auf jeden Fall. Nicht das effektive Arbeiten, sondern das Denken in Bildern. 100%. Zu viele Tools sollen Menschen wie mich sogar stören, weil es den natürlichen Arbeitsfluss unterbricht. Außerdem gibt es noch das Problem der Digital Tool Fatigue, also die Müdigkeit durch zu viele Apps und digitale Werkzeuge. Denn je mehr Tools man benutzt, desto mehr Zeit und Energie kosten sie. Und mit meinen Notizbüchern ist es das Gleiche. Deshalb gilt, weniger planen kann manchmal sogar besser sein. Einfach loslegen funktioniert oft gut. Aber je nach Typ passieren dabei auch Fehler. Für mich persönlich scheint aber genau das der Schlüssel zu besseren und kreativen Arbeiten zu sein. Nicht mehr beladen, einfach machen. Nachdem ich 3 Tage lang kaum zu Hause war, stellt sich mir die Frage, ob das einen Unterschied gemacht hat. Fällt mir nach dem Dreh auf, dass mir das Zimmer doch eigentlich zu leer ist? Nicht ganz. Aber es gibt trotzdem eine Art Ferneffekt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber die letzten Tage, in denen ich nicht hier war, weil ich arbeiten war und gedreht habe, habe ich mich trotzdem wohler gefühlt, weil ich wusste, zu was ich zurückgehe. Also ich wusste ja, ich kehre hier in einen geordneten Raum zurück. Ich wusste, für die Schnittabnahmen, für die Besprechungen bin ich in einem geordneten Raum. Und das hat total geholfen. Und dann ist mir auch erst klar geworden, dass das früher etwas war, was jetzt nicht im Riesenmaße, aber im kleinen Maße auf jeden Fall belastend war, zu wissen, diese Abnahmen später sind in diesem Chaos, in diesem zu viel. Und jetzt ist dieser Raum einfach definitiv nicht mehr zu viel oder Chaos. Eine Sache, die mir vor allem beruflich und kreativ auffällt, ist, dass ich sehr viel weniger Robin, hilf mir mal, wie heißt es? Fängt mit A an. Abgelenkt bin. Ich bin viel weniger abgelenkt. Und abseits von schlechter Gags wie diesen, merke ich das auch sehr konkret. Ich schaffe aktuell die Arbeit von 2 Arbeitstagen an einem
wenn es ums Drehbuchschreiben geht. Mein Fokus ist sehr viel klarer und das auch komplett ohne Druck. Ich bin einfach viel schneller aktuell, ohne das zu erzwingen. Es hat so was total Leichtes, Lockeres. Ich bin fokussiert und es funktioniert. Keine Ahnung, ob das jetzt an der Ordnung hier liegt, aber es ist auf jeden Fall neu, wie es gerade passiert. Es sieht so aus, als hätte sich in der zweiten Woche alles eingespielt. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Raum leer ist. Er ist genau richtig. Zum ersten Mal. Und auch andere Effekte fangen klar spürbar zu werden. Es könnte so schön sein. Aber es gibt beim Thema Minimalismus wohl ein drohendes Problem. Eine Falle, in die viele tappen, und auch ich habe Angst, dass mir das passiert. Man richtet alles cremefarben ein? Nein, nicht unbedingt. Aber viele Menschen, die minimalistisch gelebt haben, berichten davon, dass es langfristig nicht die richtige Entscheidung war und sie zurückgekehrt sind. Warum? Es gibt keine umfassenden wissenschaftlichen Studien, die darauf hinweisen, dass Minimalismus langfristig scheitert oder dass viele Menschen ihn bereuen. Tatsächlich zeigen die meisten Erfahrungsberichte, dass Minimalismus für viele eine positive Veränderung bedeutet, also die Wahl haben. Menschen berichten von mehr Klarheit, weniger Stress und einem bewussteren Umgang mit Konsum. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen Menschen nach einer gewissen Zeit des Minimalismus zurück zu mehr Besitz kehren. Lebensphasen und Bedürfnisse ändern sich. Was als junger Mensch passt, kann für Familien oder im Alter unpraktisch sein. Psychologisch kann weniger Besitz befreien, aber auch belastend wirken. Studien weisen darauf hin, dass Menschen mit einer materialistischen Einstellung oft weniger glücklich sind. Sie fühlen sich häufiger unzufrieden, ängstlich und kaufen impulsiv ein. Bewusster Konsum hingegen steigert meistens das Wohlbefinden, laut aktueller Forschung. Und mein Wohlbefinden wird noch durch einen anderen Umstand gesteigert. Und das nicht wenig. Also aufräumen geht viel schneller, das ist ja völlig klar. Aber auch sauber machen geht viel schneller. Erstmal kann ich endlich in Ecken, in die ich seit Jahren nicht konnte. Das ist ein Vorteil. Und es ist einfach super flott. Es wirkt erstmal alles gut. Aber diese Ordnung kann im schlechten Fall auch zu einem neuen Problem führen. Und das ist ein Thema, mit dem ich bis vor ein paar Jahren auch stark zu kämpfen hatte. Und das ein erheblicher Stressfaktor ist. Perfektionismus. Manche Menschen werden beim Minimalismus richtig streng mit sich selbst und entwickeln dann so einen übertriebenen Drang nach Ordnung und Sauberkeit. Und das kann zu neuem Stress führen. Zu hohe Ansprüche an uns selbst lösen Stress aus und können, auch im Fall von Ordnung, jeden positiven Effekt zerstören. Ich merke, dass ich eine Sache ein bisschen unterdrücken muss, und zwar, wenn ich aufräume vor allem. Ich will manchmal einfach noch mehr rausschmeißen hier. Aber wenn ich mir dann visuell vorstelle, wie es dann aussehe hier, ist es mir wirklich zu leer. Dann fehlt was. Dann ist es nicht mehr mein Raum. Nicht mehr mein Raum. Ich habe mich am Ende des letzten Videos ja gefragt, wie viel von mir noch hier drin ist, wenn ich über 90% aller Gegenstände rausschmeiße. Denn die Einrichtung eines Raumes spiegelt viel von der eigenen Identität wider. Persönliche Gegenstände, Lieblingsfarbe, Erinnerungsstücke und selbst die Möbel erzählen eine Geschichte. In meinem Beruf als Regisseur nutze ich sowas oft beispielsweise, um etwas über meine Figuren zu erzählen, ohne dass sie es aussprechen müssen. Die Wohnung spiegelt die Seele. Ja, hier, sogar diese Winkelkatze. Aber wie viel von meiner Seele ist jetzt noch hier? Radikales Ausmisten kann kurzfristig ein Gefühl von Identitätsverlust auslösen, wenn zu viel Persönliches entfernt wird. Aber wenn man bewusst die Dinge behält, die Bedeutung haben, kann es sogar sein, dass der Raum noch authentischer wirkt. Ich bin mir bei meinem Raum da ehrlich gesagt einfach noch nicht sicher. Weil wenn ich daran denke, dass hier nur das Wesentliche sein sollte, das mehr mich zum Ausdruck bringt, würde ich, glaube ich, noch mehr raustun. Aber da muss ich aufpassen. Ich habe auch überlegt, ob ich bestimmte Möbel austausche gegen andere. Vor allem, wenn ich irgendwelche Arbeitsplätze auf Pinterest sehe, die super aufgeräumt und cool aussehen. Aber das wäre gar nicht ich. Diese Räume können zum Beispiel krass geschlossene Schränke haben und einfach einen ganz anderen Style, den ich cool finde. Aber bei geschlossenen Schränken zum Beispiel würde ich mich wieder austricksen. Ich würde in den geschlossenen Schränken Dinge verstecken. Das ist genau das Problem, was ich hatte. Ich hatte ja mal geschlossene Schränke. Ich hatte einen riesigen geschlossenen Schrank. Da war immer Mist drin. Und wenn ich jetzt einen Style kopieren würde, den ich einfach irgendwo gesehen habe, ich glaube, dann wäre das nicht mein kreativer Raum. Da könnte ich nicht kreativ drin arbeiten. Das ist vielleicht mal speziell bei Menschen, die kreativ arbeiten. Aber der Arbeitsplatz, das Umfeld, muss wirklich so eine ganz eigene Note haben. Glaube ich zumindest. Ich glaube, auch hier ist jede Person anders. Style und Look zu kopieren, weil man sich dann wohler fühlt, ist ganz normal. Also jede Werbung, jedes Mode- und Einrichtungsmagazin, komplett IKEA arbeitet damit. Man übernimmt aber auch eher Stile,
die einem nahe liegen und in denen man sich dann wohlfühlen wird. Obwohl das bei mir nicht so ist. Also wenn ich irgendwo Styles sehe und Einrichtungen sehe, die ich cool finde und mir dann vorstelle, die wären in diesem Raum, fühlt sich das komplett falsch an. Das fühlt sich dann ganz fremd an. Ich muss irgendwie sehr individuell meiner eigenen Raumlogik folgen, auch wenn du meine Regale und Einrichtungen dann hässlich findest, Jan-Philipp. Ich habe deinen Kommentar gelesen und ich wollte dir noch was sagen. Und wie mache ich das, ohne entmonetarisiert zu werden? Du bist leer, aber strukturiert. So ist mein Raum auch in der 2. Woche noch und ich habe endlich Platz für Yoga. Und alles läuft so gut, bis es nicht mehr gut läuft. Und ich eine erste Konsequenz meiner radikalen Ausmistkur erlebe. Ein weiteres Filmprojekt steht an und dafür brauchen wir einige Requisiten. Es ist ein selbstfinanziertes Projekt, also sparen wir, wo wir können. Und ein Requisit habe ich immer hier gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Es war in fast jedem Video. Seit Jahren steht es in diesem Zimmer und wartet darauf, gebraucht zu werden. Und dann schickt mir der Kameramann diese Nachricht. Für das Monster wäre es noch voll geil, wenn wir irgendwie so einen Puppenkopf oder sowas haben könnten, um das irgendwie größer zu machen. Hast du sowas? Ich hatte sowas. Es stand in so ziemlich jedem Video in den letzten Jahren mitten im Bild. Ich habe das Ding nicht mehr. Es ist sau nervig, weil wir würden es jetzt sehr, sehr gut brauchen können. Ich bin gespannt, ob noch mehr Sachen rauskommen werden, weil das sind jetzt quasi Kleinigkeiten, weil so einen Puppenkopf, den kriegen wir schon noch irgendwo her. Das andere ist ein Aufnahmegerät, das kostet jetzt halt einfach Geld, das zu leihen. Aber das habe ich davor einfach 5 Jahre lang nicht benutzt. Seit 5 Jahren war es unbenutzt. Natürlich habe ich das weggegeben. Jetzt das eine Mal, wo man es brauchen könnte. Logisch, dass es dann gerade weg ist. Was ich hier erlebe, ist ein bekanntes Phänomen. Menschen unterschätzen, wie oft sie bestimmte Dinge doch noch nutzen können oder würden. Mein radikaler Aufräumansatz hat also definitiv Nachteile. Trotzdem glaube ich immer noch, dass es für mich der richtige war, auch wenn nun eventuell neue Kosten auf mich zukommen. Also muss jetzt ein neuer Puppenkopf gekauft werden? Nein, das mache ich nicht. Ich habe mich entschieden, radikal auszumisten. Also muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Und die sind, dass jemand anders auch so ein Ding zu Hause rumliegen hat. Und zwar die Eltern von unserem Produzenten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, da hast du ja schön geschummelt. Andere müssen also dafür aufkommen, dass du ausgemistet hast? Wie teuer wäre denn so ein neuer Puppenkopf gewesen, Freundchen? Dann kann ich euch nur sagen, wir sind keine Freunde, wenn ihr so mit mir redet. Und ein neuer Puppenkopf, der kostet ungefähr 10 €. Und das Tongerät musste ich auch nicht leihen, weil wir auf anderer Technik gearbeitet haben. Also kein Problem auf der Arbeit. Dafür aber tatsächlich ein kleines im Freundeskreis. Eine Person aus meinem Freundeskreis war heute hier und war neidisch. Anders kann ich es gar nicht sagen. Kam hier rein, hat gesehen, was ich geschafft habe und meinte dann so richtig missgünstig, ja, aber in einem Jahr sieht es hier doch eh wieder aus wie vorher. Und ich glaube, früher hätte mich das richtig geärgert. Aber ich bin so dankbar, dass ich das hinbekommen habe mit meinem Weg, dass ich einfach nur gesagt habe, also wenn ich dir helfen kann bei dir, sag einfach Bescheid. Zusammen ist es auf jeden Fall leichter. Weil bei ihr zu Hause ist es wie bei mir vorher. Ist halt Chaos. Und tatsächlich machen wir das jetzt auch. Wir gehen das jetzt an und gucken uns an, was wir da ausmisten können. Und es ist ja wirklich so, dass es zusammen leichter ist. Auch wenn man so Entscheidungen treffen muss, was weg kann. Es ist ja viel einfacher, wenn jemand daneben steht und sagt, bist du dir sicher? Und ich muss sagen, meine Dankbarkeit darüber, wie jetzt hier dieser Raum aussieht, hat mir auch geholfen, in dem Moment anders zu reagieren. Ich hätte sonst auf jeden Fall anders reagiert, nicht so nett. Aber ich habe einfach weniger Wut in mir und bin einfach viel dankbarer und glücklicher, wie einfach gerade alles ist. Und dann ist es natürlich auch leichter, gut zu reagieren, freundlich zu reagieren, als wenn bei einem selbst irgendwie gerade alles im Chaos liegt. Und vielleicht liegt es auch einfach an meiner neuen Klarheit, innen und außen. Was ich übrigens auch noch angehen muss, ist digitaler Minimalismus. Aber das mache ich nochmal separat, weil das ist eine ganz eigene Mammutaufgabe. Diese neue innere Klarheit macht es mir auch viel leichter, meine anderen guten Gewohnheiten einzuhalten. Die habe ich ja durch die letzten Selbstexperimente angestoßen. Und das bleibt. Gesund essen, regelmäßig Yoga, bewusster Konsum, keine Impulskäufe, Lesen statt privater Bildschirmzeit. Und trotz all dieser Erfolge nagt der Kommentar weiter an mir. In einem Jahr ist es eh wieder so wie vorher. Was ist, wenn sie recht hat? Wie kann ich dagegen vorgehen, damit ich nicht wieder in diese Falle tappe? Man kann so einiges machen, habe ich gehört, habe ich gelesen, habe ich gesehen. Routinen sind der beste Weg, langfristig Ordnung zu halten. Zum Beispiel täglich 5 Minuten aufräumen oder jedes neue Teil gegen ein altes austauschen. Wichtig ist, dass jedes Ding seinen festen Platz bekommt und man regelmäßig überprüft, was wirklich gebraucht wird. Impulskäufe sollte man vermeiden, indem man sich vor jedem Kauf viel Zeit lässt und fragt, ob man den Gegenstand wirklich braucht. Sollte es mal Rückfälle geben, ist das normal. Dranbleiben, kleine Erfolge feiern und sich notfalls helfen lassen. So bleibt es langfristig, sauber und klar.
Weniger kann tatsächlich glücklicher machen. Der Gedanke ans Lieblingsgeschenk macht glücklicher als die Erinnerung an alle Geschenke zusammen. Heißt das, Glück ist erzwingbar durch Fokus? Die psychologische Forschung weist darauf hin, dass das, worauf wir unseren Fokus richten, unser emotionales Erlebnis stark beeinflusst. Wenn wir regelmäßig unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die uns Freude machen und für die wir dankbar sind und die wichtig für uns sind, steigt nachweislich unser Glücksgefühl und Wohlbefinden. Und wenn man es schafft, das umzusetzen, wäre Glück zum großen Teil nur noch eine Frage der inneren Ausrichtung. Das wäre ja super. Das klingt super und kann mit Sicherheit viel helfen. Aber die Konzentration auf das Gute ersetzt keine echten Bedürfnisse. Sicherheit, Verbundenheit oder einen Sinn im Leben, das kann man damit nicht ersetzen. Und Menschen in schwierigen Situationen und Lebensumstände werden es auch kaum schaffen, nur durch Fokus auf das Schöne mehr Glück zu erleben, wenn es denen richtig mies geht. Aber bewusstes Lenken unserer Aufmerksamkeit kann helfen, kleine Momente der Zufriedenheit zu schaffen, die uns sonst vielleicht entgehen. Glück lässt sich nicht erzwingen, aber vielleicht aktiv begünstigen, indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns gut tun und Freude machen. Und für mich ist es aktuell auch dieser Raum. Mir ist nochmal klar geworden, dass sich mein Konsum wirklich verändert hat. Schon über die letzten Monate, aber jetzt nochmal mehr. Ich habe in den letzten Monaten nichts Unnötiges gekauft und privat eigentlich auch nur meinen Mitgliedsbeitrag für die Bibliothek. Sonst nur Nahrung, Miete, Versicherungen und alles, was man halt zwangsläufig so braucht. Kein impulsiver Kauf, kein spontaner Kauf, kein generell quasi kaum Käufe. Dafür sehr, sehr viele Bücher ausgeliehen. Ich habe das Gefühl, dass diese Klarheit des Raumes nicht nur meine innere Klarheit widerspiegelt, sondern dass die sich beide gegenseitig helfen. Wenn mein Kopf klar ist, ist der Raum klar und umgekehrt. Und das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist so. Und das ist super. Okay, wenn das so super ist, wie sieht dann der Blick auf die Effekte aus? Von besserem Schlaf über innere Klarheit, mehr Fokus, höhere Zufriedenheit, höhere Produktivität, Leistungsfähigkeit, weniger Ablenkung und leichtere Entscheidungen. Ja, kann ich alles bestätigen. Und dann tatsächlich sogar mehr Geld. Wie, weil ich mir jetzt nichts mehr gönne? Okay. Ja, das könnte man jetzt so auslegen. Aber das stimmt nicht. Dafür stimmt das hier. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr habe. Und zwar genau das, was ich brauche. Es gibt nicht mehr so viel Kompensation hier. Ich brauche weniger, weil es mir so viel besser geht. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist dieser neue Minimalismus eigentlich eine total logische Weiterentwicklung von allem, was ich dieses Jahr mache. So gesehen ist der neue Minimalismus eigentlich der logische nächste Schritt. Und trotzdem habe ich am Ende des Experiments vor, mir etwas zu kaufen. Wieso? Nichts mehr aufschieben. Ich sage das seit Jahren. Aber das umzusetzen ist nicht immer leicht. Ich werde dieses Jahr in einen Urlaub investieren, den ich schon lange machen möchte. Nichts Exotisches ist es in Deutschland. Und bei manchen Menschen weiß man einfach nicht, wie viel Zeit man noch mit ihnen hat. Deshalb nichts aufschieben. Wenn ihr könnt, freut euch, dass ihr da seid. Props an deine Freunde, eins meiner absoluten Lieblingslieder. Glück lässt sich nicht auf später verschieben. Es liegt oft genau da, worauf wir unseren Fokus richten. Auf Menschen, Erlebnissen, gemeinsamer Zeit. Und ich möchte nicht mehr in Dinge investieren, sondern in Erinnerungen, die bleiben. Das fällt mir nicht immer leicht. Vielleicht auch, weil es gesellschaftlich und vor allem durch Werbung oft anders suggeriert wird. Aber ich werde nicht mehr aufschieben. Ich will nicht zurück. 150 Dinge reichen mir. Die echte Veränderung spürt man erst mit der Zeit. Und der Fokus ist nicht auf Verzicht, sondern Bewusstsein für das, was da ist. Und was ich nach all den 100 Selbstexperimenten immer noch jeden Tag mache und welche Effekte es auf mein Leben hat, darum geht's nächstes Mal. Oh, die Zeit rennt. Schaut mal bei Holzkern vorbei.